Wir haben Porto Carquillo verlassen und werden heute 25 Meilen nach Elafonisi segeln. Die Halbinsel Mani verschwindet in unserem Heckwasser. Schau, da ist auch so ein Turmdorf da oben, aber ein größeres. Der Wind, der gestern so stark war, steht auch heute durch und wir werden diesen Westwind nutzen, um unser nächstes Ziel zu erreichen. In den nächsten Tagen soll eine Gewitterfront hier durchziehen, also morgen soll es auch regnen, was man kaum glauben kann bei dem herrlichen blauen Himmel. Es hat bereits 31 Grad, obwohl es noch nicht einmal Mittag ist. Das Wasser hat über 26 Grad hier auch draußen auf offener See. Und der nächste Punkt auf unserer heurigen Reise wird das Kap Maleas sein. Das ist ähnlich wie Kap Teneros oft sehr windig. Entweder man hat Nordwind, wenn der Meltemi kommt, oder so wie heute starken Westwind, was natürlich für das Runden des Kaps angenehmer wäre. Das Negative daran ist, selbst wenn man das Kap gerundet hat, sind es noch 25 Meilen bis Monemvasia, dem nächsten sicheren Hafen. Es gibt dann keine Ankerplätze und von Elafonisi bis zum Kap sind es ca. 10 Meilen, wobei das Wetter in Elafonisi oft anders ist als am Kap direkt. Und man weiß dann erst, was wirklich los ist, wenn man das Kap gerundet hat. Es schaut so aus, wie wenn wir Mittwochnachmittag ein Wetterfenster hätten. Da soll es windstill sein, den ganzen Nachmittag. Und wir hoffen dann, dass wir bis Monemvasia kommen werden. Steuerbord Priap, Insel Kitira. Sabina holt unsere Angelleine ein, wieder mal einen Tag mit Nullfang. Als wir dann schon an der Südküste Elafonisis entlang segelten, hatten wir ein recht unschönes Erlebnis. Von hinten kam eine Segelyacht auf, die die ganze Zeit auf uns zielte, obwohl wir nur mehr 200-300 Meter von der Küste entfernt waren. Wir haben diese Yacht schon seit einer guten Stunde gesehen und er hat unbedingt vor uns vorbeifahren wollen. Ich weiß nicht aus welchem Grund. Vorfahrt hätte er aufgrund der Regeln keine gehabt, weil er der Überholer war. Jedenfalls musste ich dann ein Manöver des letzten Augenblickes fahren, als er nur mehr 10 Meter entfernt war und der Bug schräg von hinten so auf uns zukommt. Habe ich angeluft und die Yacht ist ungefähr 5 Meter an uns vorbeigeschossen. Du bist ein Volltrottel! Das gibt's ja nicht! Oh. Hör auf!
Warum dieser Skipper das gemacht hat, es war ein finnisches Boot, weiß ich nicht. Er hätte die ganze Zeit schon seinen Kurs nur um 1-2 Grad ändern können und wäre problemlos hinter uns vorbeigefahren. Dazu muss ich noch sagen, wir waren die einzigen beiden Boote, die zu dieser Zeit unterwegs waren. Also in den ganzen Stunden vorher und nachher war keine zweite Yacht im Weg, sodass man sagt, es wäre kein Platz dafür gewesen. Warum man sowas macht, ich verstehe es nicht. Nach dieser unnötigen Aktion hat der Skipper ca. 20 Grad angeluft und ist nach Steuerbord voraus weitergefahren. Ich kann nur vermuten, Drogen- oder Alkoholeinfluss. Wir sind dann noch bis zum Südostkap von Elafonissos weitergesegelt und ankerten dann in der großen Bucht auf der Ostseite. Gestern Mittag haben wir noch eine schwächere Windphase genutzt, sind in den Hafen von Elafonisi hinein. Allerdings war es Sonntag und 4 Fähren haben den Fährverkehr mit dem Festland abgewickelt, sodass wirklich kein Platz im Hafen war. Wir haben es dann eine Stunde später noch einmal probiert. Da war dann ein Platz ganz an der Außenrolle frei, wo wir mit Mühe und Not anlegen konnten. Der Wind war sehr stark ablandig zu dem Zeitpunkt. Und wie es so ist bei Manövern, vorher und nachher war dann der Wind viel schwächer. Nur in dem Augenblick, wo wir angelegt haben, war es halt sehr stark und es war nicht leicht. Wir sind dann noch essen gegangen, das erste Mal seit Metoni wieder, haben ein paar Vorräte eingekauft und sind jetzt wieder voll proviantiert für die nächsten paar Tage. Die Durchfahrt zwischen Elafonissos und dem Festland sollte man nur wagen, wenn man deutlich unter 1,80 Tiefgang hat. Das war auch ein Novum für uns. Lamm am Spieß, 80 Decker ohne Besteck und ohne Teller. Äußerst lecker. Eine Portion haben wir für den nächsten Tag an Bord mitgenommen. Wir sind unzweifelhaft im Reich des Meltemi angekommen. Seit heute in der Früh 2:30 bläst es aus Norden mit 25 bis 30 Knoten. Wir mussten unseren Ankerplatz zeitig in der Früh auf der Ostseite von Elafonissos aufgeben und sind hierher in den Ormos Frangos gefahren. Wir ankern hier auf 5 Meter Tiefe mit 40 Meter Kette und Ruckdämpfer. Hinter uns das schönste türkise Wasser.
eine Sandzunge, die eine Halbinsel mit der Hauptinsel verbindet. Und wir sind guter Dinge, dass der Wind heute am Abend oder in der Nacht nachlässt und wir morgen das Kap Maleas runden können. Das wäre insofern gut, weil wir jetzt schon etwas mehr als Halbzeit haben. Es sind bis in den Großraum Athen noch ein bisschen mehr als 100 Meilen. Und wenn wir in Monemvasia sind, dann wären es nur mehr 75. Und das ist für 2 Wochen richtig wenig, sodass wir uns noch viel anschauen können. Gestern haben wir noch eine schwächere Windfahne. Fast ausschalten.